Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire the Masquerade Swansong. Ich bin wieder zum Aufnehmen gekommen. Oder ich komme jetzt wieder zum Aufnehmen. Und wir machen mit dem... Ich habe vergessen, wie der Typ geheißen hat, weiter. Wir haben ja leider ein paar Sachen vergessen, ne? Du hast dich nicht um Horsey gekümmert. Verdächtige Gegenstände übersehen, 2 von 3. Wir können aber auch nicht mehr großartig laden, ne? Ist ja wurscht. Dann haben wir da MM? Ne, wir machen jetzt mit dem G-Lab. Nachdem Code Red mobilisiert, bla bla bla, jegliche Kontakt mit der Person in der Alarmauslöser ging verloren. Also er muss Jason Moores Wohnung gehen. Oh, ich vergesse immer, dass ich gedrückt halten muss. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es immer regelmäßig, es wird immer so einen Tag abwechselnd kommen. Ob es regelmäßig kommt, je nachdem, müsste... Nicht, dass er jetzt da immer jeden Tag drauf wartet. Bloß damit Bescheid wissen. Wir können ja nichts mehr ausgeben, ne, wenn wir es dann, aber wir können ja eigentlich eh nichts machen, weil die kosten alle 30. Wir sind eigentlich mit ihm ziemlich im Eimer, weil da die Sachen kosten 45. Wann soll ich denn die eigentlich alle freischalten? Wie viele Level gibt es denn eigentlich? Keine Ahnung, anwenden. Erfahrung müssen wir uns aufsparen. Mit ihm konnte man auch nicht viel machen, glaube ich. Moors Wohnung. 3:30 Uhr. Nice badge. Hat er sich gerade geschmeichelt? Weil er wusste. Oh, excuse me. Message from the sheriff. Prince asked more for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. That's not a good sign. Okay. That's not a good sign. Ja, an sich ist alles kein gutes Zeichen. Also ihr seid... Ups, falsche Knöpfe. Der hat die Fähigkeiten gar nicht, kann das sein? Oder kann er die nicht einsetzen? Special Agent Smith. The FBI! Finally, some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. Über diese selbst aufmachenden Türen. The victim lost a lot of blood. Ich finde immer noch das Detail cool, dass Vampire eigentlich gar nicht sterben durch den Pflock, sondern halt im Prinzip bloß betäubt sind. Oh. Lieutenant Anderson, I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith? Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. Wo ist der Concierge? Is the caretaker still here? He's in the living room, but I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. War es erst... Achso. Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building?
Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Go on. We're still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. Das Ungesehene spüren. Achso, ich muss. Wenn das unsichtbare Spüren aktiviert ist, reicht es, wenn du einen nichtmenschlichen Charakter anblickst, um ihn zu identifizieren. Du kannst außerdem die von übernatürlichen Wesen hinterlassenen Spuren aufdecken und mehr über sie erfahren. Agent Smith from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. Aber jetzt muss ich mal was schauen. Nein, nicht ins Hauptmenü. Einstellungen. Das geht auch nicht. Ton. Also man kann die Dialoge nicht größer stellen, weil mir ist es erst immer aufgefallen, dass rechts, wenn ich mal Bild ein bisschen klein habe, dass du es echt schwer lesen kannst. Oder kleines. Laub. Auflösungsskala. Boston Police District D4 Sicut Patribus Sed Deus Nobis First in the Nation Notizbuch Lieutenant Major Anderson 0 Uhr, JMO geht mit seinen Bodyguards. 2 Uhr, JMO kehrt verwundet mit Bodyguards zurück, weist Adams Hilfe ab. 2:15 Uhr, Adam ruft die 911 an. Tiefgaragenwächter sieht Moores Auto wegfahren. Berger trifft das Gebäude, befragt Adams. Lehan kommt kurz danach an. Wieso fehlt der Kopf? Identitätsnachweis, Trophäe, Beweis für die Auftragsführung. Frau und Tochter im Urlaub bei Freunden. Wo sind die Bodyguards? Wieso wurden sie angeheuert? Geldwäsche, Angestellte, Nanny, Putzkräfte, wunderschöne Wohnung renoviert. Lydia ist Architektin. Büro so klein im Vergleich zu dem ihres Mannes. Dass dieser solche Sachen einfach rumstehen lässt. Schaut fast aus wie ein Zeichen oben. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Alter, ich habe keine Schlussfolgerung und keine Weisheit. Bullet wound in the right hip. A signet ring with a beaver on it. Moore went to MIT. Okay, mehr ist das scheinbar nicht. Aura spüren. Ansehen. Moore's driver's license. There's a retainer here somewhere. Ach so. Da fehlt ein Katana. One of the weapons is missing. Es ist blöd, wenn man Waffennarr ist und dann vor seinen eigenen Waffen wahrscheinlich gekillt wird. Come on. It'll pass. Don't worry. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... give me a minute and I'll head back.
The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. No. Bei ihm ist das anders da, oder? Dieses Sehen. Oh, there are bloodstains on the garbage chute. Oh, das heißt, das ist dann unter. Der hat den Kopf dann ein. There are bloodstains on the garbage chute. Who'd leave that lying around? Vor allem der alte vergammelte Pizza, oder was? I'll finish you and I'm on my way. Why is the FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Lesen. Looks like Lydia's planner. August 2019. Opa in San Jose besuchen. Tschüss, Costa Rica. June Formalunterricht abholen. Neues Buch kaufen. Streets von Catherine Bergman. 10 Uhr. Neues Architekturporträt für das Boston Museum. Im Notfall pur wieder anrufen. Respire Repeatment Sanglord. What? The apartment has changed since my last visit. I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Notizbuch Officer. Hey, lassen die alle ihre Notizbücher rumliegen? Die sind Adams 60, Concierge Butler. Gutes Verhältnis mit den Moores. Am Tatort anwesend. Moore kam gegen 2 Uhr morgens zurück, verwundet mit Bodyguards, braucht mehr Infos. Fühlt sich schuldig, denkt er hätte mehr tun sollen. Loyal, professionell, freundlich und oldschool. Akribisch, gebildet. A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Why were you looking for peace, Jason? I warned you, Jason. God, did I warn you? We destroy all that we touch. Also er scheint schon eher von der normalen Sorte zu sein, ne? Auch ein bisschen melancholisch. They wanted to bring a little vacation back home. It seems like gardening is a real passion for Lydia. Not sure Jason shares your enthusiasm. Als wenn ich nur wüsste, was man da schlussfolgern kann. Er ist ja ein Vampir, sollte der ein Spiegelbild haben? Achso, ja stimmt, es gibt einen zweiten Stock. Ich so bald dachte, hä, ist die Wohnung schon zu Ende?
Alter, wer stellt sich denn sowas auf? Nobody told me there would be a retainer here. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ach, ein Ghoul. Stimmt, wenn du einem nicht in einen Vampir verwandelst, dann wirst du wie so ein kleines Haustier für einen anderen. Ugh, what a mess. A fortress security catalog. They install highly secure rooms. Zum Schutz ihrer wertvollen persönlichen Gegenstände und wichtiger Dokumente verfügt der Wandsafe über eine 15-Punkt-Verriegelung aus Edelstahl. Notausgang, der sich harmonisch in ihr Interieur einpasst. Okay, in der Geheimpassage. Versteckter Waffenschrank. Dachte sie beiden sind in der Sicherheit, lalala. Okay. Versteckter Schutzraum. Ugh, what a mess. Season Retainer? What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. What's that file you've got? Oh, an account file. Have it. Here you go. Okay. Let's see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Ich will wissen, was sie gefunden haben. Erfolg 46%. Sehr gut. I don't have time for this. Give me what you have. What I've got. Of course, sir. Here. That's everything. You made the right choice. Tell me exactly what they asked you to do. I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to wait for further instructions. Nochmal 3. Text noch über die Mission vorlesen. Komm. Ah, fuck, ich wusste. Read the message you received. I don't have that phone with me. Too risky. Well, I hope I'm not going to have any trouble. do what you have to do. I'll talk to the prince about it later. Very well, Mr. Bazori. Oh, jetzt bin ich aber ziemlich ausgelaugt, ne? Wir müssen... Die hat halt auch schon echt schon alles durchsucht, die Alte, ne? Hä? Schloss knacken. Sehr schön, sicheres Gebiet. Erstmal kurz reden. Was sagst du, irgendwas? Son of a bitch wasn't messing around. Have you seen all that cash? I need to see you there. Okay, sure. Ich denke mir, warum sollten die nicht um Hilfe schreien oder so?
Vertrauliche Akte. Herren, Dajan Saika ist kein sehr aktives Mitglied unter den ihren Erstgeborenen. Er hat auch kein besonders großes Interesse an der Buchhaltung, daher lässt er mich sein kleines Vermögen ganz nach meinem Grunddenken verwalten. Kommt regelmäßig zu mir, um das Geld zu waschen, das er an seinen zahlreichen Geschäften mit okkulten Gegenständen erhält. Da die Beträge stets relativ unbedeutend sind, war das für mich nie ein Problem. Nachdem er sich eine lange Zeit auf ihre Großzügigkeit verlassen hat, hat er nun genug Gold angehäuft, um trotz seiner erratischen finanziellen Angewohnheiten allein zurechtzukommen. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, eine beträchtliche Menge Geld zu sparen, indem Sie Ihre Zahlungen an ihn einstellen. Soll die Zahlung ein Mittel sein, um Loyalität zu sichern, überlasse ich es selbstverständlich Ihnen zu beurteilen, ob dies eine gute Idee ist oder nicht. Mr. Saika ist das, was wir in der Branche gelten als Melkkuh bezeichnen, obwohl er selbst sich wohl eher als Sammler bezeichnet. Er gibt sein Geld freizügig für Dinge aus, die ihm wichtig sind, ohne dabei wirklich Rücksicht auf den Gewinn zu nehmen, den er rausziehen könnte. Neben den okkulten Aktivitäten, okkulten Gegenständen und antiken Werken, die eher schwierig diskret zu transportieren sind, erwirbt er besonders gerne die Instrumente von Musikern, die er bewundert, hauptsächlich Jazzlegenden. Er hat kein großartiges Geschick in Verhandlungen, obwohl ich ihm immer wieder angeboten habe, Profis zu beauftragen und die besten Bedingungen auszuhandeln, zieht er es aus irgendeinem Grund vor, dies selbst zu tun. In mir sieht er einen einfachen Buchhalter, nicht zu seinem Vorteil gereicht. Ich habe das Gefühl, dass Ex keine Vorliebe für Leute wie mich hat. In der Regel ist bitte die Voodoo-Gruppen in Louisiana zu investieren mit großen Verlusten. Ich versuche ihn davon abzubringen, aber er scheint entschlossen zu sein, auf diese Weise weiterzumachen. Vollständige Liste der Unternehmen ist angehängt. Are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Ich würde die Aufmerksamkeit auch gerne darauf richten, dass Mr. Saika vor kurzem in einem Grundstück in der Nähe von Salem investiert hat. Finden sich Wohnungen, Lagerhäuser, Garagen, dieselbe Art von Grundstück und in derselben Größe wie das Grundstück, das er derzeit in Boston besitzt. Es erweckt den Anschein, als hätte er die Absicht, einen zweiten Wohnsitz zu etablieren. I understand better now. The prince asked more for a complete report on the members of the Primogen. An auction. Acquisition of Lot 87. Dajan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Okay, Siaka heißt er. Da noch irgendwas Wichtiges? Portfolios of old shares. A Boston manufacturer's files. Okay, das sieht man sogar. Deeds, stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarilla's business. Ah, da geht's nochmal auf. This is where I met Moore for the first time. Richard Zenton, Präsident der Boston Region Metropolitan Planning Organization. Treff, Renovierung und Erwerb des Grundstücks 6548. Sehr geehrter Mr. Moore, ich schreibe Ihnen, um Sie über die heutige Abstimmung am Schluss der vierteljährlichen Ratssitzungen zu informieren, bei der Renovierung und Akquisitionsprojekt mit der überwältigenden Mehrheit von 89% genehmigt wurde. Mit der Entscheidung bekräftigt der Staat ihre Unterstützung für ihre Mandanten und für die Mitglieder von MPO und MassDOT. Ein Ingenieurpaket von Embla mit Freundlichen Richard Zenton. Hä? Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Was ist das? Nehmen. Alte Münze. Achso. Damit ich meine Punkte wieder auffüllen kann. BNL Corp. Wo bist du? Du hast meinen Anruf nicht angenommen. Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen. Wir brauchen dich heute Abend. Lass es mich wissen. B. Benötige Akten. Jason, ich werde nach Akten gefragt, die du schon vor einer Woche hättest schicken sollen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber schick sie her. Weltchat? Großer Chat gechartert für eine Reise von Boston nach Hongkong. Donnerstag, 5. September. Lydia and June at the beach. Nur das Archiv. Achso, da wollen wir drin drücken. A safe. Now we just have to find the code. Lydia and June at the beach. Pura Vida. Kann man das hier eingeben? Warte mal. Okay.
Müssen wir mal oben schauen, was ist das? Nice collection. Working for us has its advantages. Also müssen wir mal nach oben schauen. Wir müssen den Code auf jeden Fall rausfinden. I should put some money on that. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Did you touch the body? No. There was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Schlussfolgern. Okay, ich hab's ja nicht mal. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. Wenn ich 6 Stück nehme. Psychologie. Scheint, als würde er etwas zurückhalten, wissen wir, woher Mo gekommen ist. Versuchen wir es mit 5? Ja gut, wegen einem mehr ist jetzt eigentlich auch wurscht, ne? That's it? Oh yeah. The guys in the parking lot said they saw one of Moore's cars leave after he came home. Hey, do you think the wife was in cahoots with one of the bodyguards to get rid of the husband? I'm listening. Well, a lot of times in cases like these, it's the spouse who did it. What if the wife was having an affair with one of the bodyguards? She packs up her and her daughter's stuff, while her lover lures the husband into a trap somewhere. For some reason, things don't go according to plan. He comes home injured and figures out what's going on. He attacks his wife, and the bodyguard kills him to protect her with whatever he happens to find. Makes sense, doesn't it? Not bad. Keep digging, Baker. Dialogbelohnung 1. Warte mal, da ist eine Karte. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes.